Hallo, ich bin Max und beim Relaxbox-Team für die Kommunikation verantwortlich und ich möchte euch heute das Relaxbox-Einstellungsmenü zeigen. Das Relaxbox-Einstellungsmenü lässt sich von jedem internetfähigen Gerät aus aufrufen. Es ist in der Cloud. Das heißt also, um die Relaxbox zu konfigurieren, müsst ihr euch nicht zwangsläufig an dem Ort befinden, an dem auch die Relaxbox steht. Natürlich könnt ihr die Relaxbox auch einfach auspacken, an den Strom oder an euren DSL-Router anschließen und ihr seid sofort grundlegend geschützt. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr einzelne Einstellungen natürlich trotzdem selber verändern. Der erste Reiter im Einstellungsmenü beschäftigt sich mit dem WLAN. Es gibt zum einen das private WLAN, das ihr selber nutzen könnt. Und dann habt ihr die Möglichkeit, parallel dazu auch noch ein öffentliches WLAN aufzumachen, um es Nachbarn, Freunden, Mitbewohnern oder sogar auch Passanten zur Verfügung zu stellen, ohne dass ihr befürchten müsst, mit zu haften, falls dort irgendwas rechtlich nicht Einwandfreies passiert, was ihr ja gar nicht überprüfen könnt. Für das private WLAN kann natürlich erstmal der WLAN-Name selbst eingestellt werden. Das ist also der Name, der auch in der Liste der verfügbaren Drahtlosnetzwerke dann erscheint. Das Passwort ist das ganz normale WPA2-Passwort, das man eingeben muss, wenn man sich zu dem WLAN verbinden möchte, wie man das ja vom eigenen DSL-Router her auch schon kennt. Die MAC-Adresse ist die eindeutige Bezeichnung für eure Relaxbox. Die steht hier aus informativen Gründen und kann natürlich auch nicht geändert werden. Bei der Nutzerisolation handelt es sich um eine Funktion, die es euch ermöglicht, zu entscheiden, ob, wenn mehrere Geräte gleichzeitig zur Relaxbox verbunden sind, diese aufeinander zugreifen können, sich untereinander sehen können im Netzwerk und auch Dateien austauschen können. Das ist sicherlich sinnvoll, wenn das nur eigene Geräte sind oder man den anderen Geräten vertraut. Die maximale Sicherheit wäre, die Nutzerisolation zu aktivieren. Das heißt, dann ist kein Zugriff möglich und alle Geräte sind voneinander isoliert und können sich nicht sehen. Aber wie gesagt, wenn ihr das möchtet, dass ein Zugriff möglich ist, könnt ihr die Funktion auch deaktivieren. Die letzte Funktion ist die Bandbreite für das private WLAN. Das hängt davon ab, welchen Tarif ihr gebucht habt. Hier sind das 10 Mbit. Beim öffentlichen WLAN, das ihr hier aktivieren könnt über diesen Schalter, sind der Name und auch das Passwort und die Nutzerisolationseinstellungen statisch. Der Name ist immer Relax Internet. Das Passwort ist immer offen, das heißt, es gibt keins, denn es ist ja gewollt, dass das Internet geteilt werden soll und damit jeder, der sich im Bereich dieses Netzes befindet, sich auch verbinden kann. Die Nutzerisolation ist hier aktiviert, standardmäßig und auch nicht veränderbar, denn es ist davon auszugehen, dass bei einem offenen Netz Leute zu diesem Netz verbunden sind, die sich untereinander nicht kennen. Und da ist es die sicherere Variante, den Zugriff der Geräte dann untereinander zu unterbinden. Bei der Bandbreite könnt ihr einstellen, wie viel Prozent eurer verfügbaren Bandbreite der Relaxbox ihr für das öffentliche Internet anbieten wollt. So kann man sagen, halt, ich möchte zum Beispiel nur 40% der Bandbreite anbieten, die ich habe, sodass dann für die private, also für eure private Nutzung immer noch genug Bandbreite übrig bleibt. In dem Reiter Land habt ihr die Möglichkeit, ein bestimmtes Land auszuwählen, über das ihr surfen wollt, zum Beispiel sagen wir mal die Schweiz. Dann wird jeder Server oder jede Webseite davon ausgehen, dass ihr auch aus der Schweiz kommt, wenn ihr das eingestellt habt. Und ihr könnt auf diesem Wege Inhalte aufrufen, die eigentlich nur Schweizern vorbehalten sind oder in Deutschland normalerweise geblockt wären. Und so könnt ihr euch dann immer zwischen allen verfügbaren Ländern entscheiden, um die entsprechenden Inhalte aufzurufen, was normalerweise nicht geht. Man kennt das ja von diesen Bezeichnungen. Dieses Video ist in deinem Land leider nicht verfügbar. Das könnt ihr damit umgehen. Der Reiter Sicherheit zeigt die Sicherheitseinstellungen, die die Relaxbox zur Verfügung stellt. Links seht ihr die grundlegenden Sicherheitseinstellungen, die angeboten werden. Das ist in erster Linie der Virenschutz. Das heißt also, alle Daten, die ihr über die Relaxbox aufruft, wenn ihr surft, werden vorher erstmal auf Viren geprüft, sodass ihr da grundlegend geschützt seid. Eine Firewall ist natürlich auch mit an Bord, um Angriffe zu verhindern. Die IP-Adresse ist standardmäßig versteckt. Das heißt also, nach außen hin ist nicht die IP-Adresse eures Anschlusses zu sehen, durch die ihr gegebenenfalls auch zu identifizieren werdet, sondern ausschließlich die IP-Adresse von unserem Relaxbox-Server. Ihr seid also nach außen hin, wenn man so will, nicht mehr sichtbar. Die Datenverschlüsselung sagt aus, dass
alle Daten, die ihr über die Relaxbox ins Internet sendet, also solange ihr mit dem jeweiligen Gerät zu dem Relaxbox WLAN verbunden seid, verschlüsselt werden und nicht mehr im Klartext ins Internet übertragen werden, so wie das ist, wenn man halt einfach nur seinen normalen Router benutzt. Der Professional-Schutz, der bei Bedarf aktiviert werden kann, beinhaltet noch ein paar mehr Sicherheitsfunktionen und auch Komfortfunktionen. Zum einen ist das Self-Serve. Das heißt, dass jede Webseite, die ihr aufruft, daraufhin überprüft wird, ob die in einem Verzeichnis gelistet ist und als kritisch gilt. Das können zum Beispiel bösartige Webseiten sein, die die Aufgabe haben oder die Eigenschaft haben, Viren zu verbreiten oder irgendwelchen anderen Schaden anzurichten. Solltet ihr Self-Serve aktiviert haben und surft zu euch eine Webseite an, dann sagt die Relaxbox, aufgepasst, ihr seid hier auf einer schädlichen Webseite gelandet und blockt die entsprechend. Der Werbeblocker erkennt Werbeanzeigen ähnlich wie Adblocker, sodass ihr mit allen Geräten, mit denen ihr über die Relaxbox surft, keine Werbung mehr angezeigt bekommt, sofern diese von der Relaxbox erkannt wurde. Der Phishing-Schutz prüft, ob die Webseite, die ihr gegebenenfalls angesurft habt, authentisch ist. Das heißt, es gibt ja Webseiten, die vorgaukeln, eine Bank zu sein oder in irgendeiner anderen Form versuchen, an eure Account-Zugänge oder Passwörter zu kommen. Und das wird in diesem Falle von der Relaxbox geprüft und ihr werdet entsprechend gewarnt, dass ihr da gegebenenfalls auf eine betrügerische Webseite gelangt seid. Der Jugendschutzfilter kann bei Bedarf aktiviert werden. Wenn der aktiv ist, dann werden von der Relaxbox jugendgefährdende Inhalte herausgefiltert und eben nicht mehr angezeigt. Das war es im Großen und Ganzen mit dem Einstellungsmenü. Wir haben es beabsichtigt recht übersichtlich gehalten. Ich hoffe, es war verständlich und ja, viel Spaß mit der Relaxbox.